Wir sehen häufig Männer, die auch Gesichtsbehandlungen wünschen. Manche kommen sogar gleich mit dem Wunsch und sagen, okay, meine Haut ist so herabgesackt, mich stören hier die Hängebäckchen, mich stört es, dass ich keine Jawline mehr habe. Frau Dr. Kehrt, machen Sie mir bitte einen Facelift. Und dann sage ich, ist zwar sehr gut und auch effektiv, aber Sie müssen sich als Mann immer überlegen, wo sind die Narben. Man muss sich denken, wenn man einen Eingriff macht und nicht möchte, dass es irgendjemand wirklich im ersten Augenblick auffällt, wo finde ich Spuren dieses Eingriffs. Und da ist bei Männern mit dem Facelift das oft sehr schwierig, weil sie kurze Haare haben. Wenn sie jetzt kein Vollbart tragen, erkennt man die Narben schon. Deswegen sind es eher selten Männer, die sich fürs Facelift entscheiden, sondern wir versuchen mit konservativen Maßnahmen, wie jetzt Botulinumtoxin, Falten zu behandeln oder mit Volumen, Eigenfett, Hyaluronsäure, die Falten, wie jetzt zum Beispiel eine Nasolabialfalte, eine Marionettfalte wieder aufzubauen oder auch wieder das eingefallene Wangenvolumen wieder herzustellen. Und das sind so konservative Maßnahmen. Es gibt natürlich eine ganz breite Palette, wo man noch die Hautoberfläche behandeln kann, wie jetzt zum Beispiel mit Eigenblut, so ein Vampire Lift. Wir niedeln sehr gerne Aknenarben, um das Hautbild wieder feiner zu machen. Männer haben ja oft sehr große Poren, die kriegt man auch sehr gut mit dem Medical Needling, mit diesen feinen Nadeln weg, wo wir die Haut behandeln. Also da gibt es ganz viele Ansätze bei Männern, auch konservativ, ohne viel Narbe, das Gesicht zu verjüngen. Die operativen Ansätze, wie zum Beispiel eine Oberlidplastik, das heißt eine Straffung der Haut an den Oberlidern, oder eine Unterlidplastik, wo wir die Tränensäcke am Unterlid entfernen, die kommen bei Männern sehr häufig vor. Oder zum Beispiel auch eine Ohranlegeplastik, würde ich sagen, mache ich 90% bei Männern und nur 10% bei Frauen.